Hey, hi, ich bin Sharon, ich bin 23, ein Israeli aus Pforzheim und Rapperin seit ein paar Jahren und Songwriterin. Ich würde mal sagen, meine Geschichte, die Geschichte meines Volkes hier in Deutschland, hauptsächlich das, ja. Die Geschichte, aber genauso auch die Zukunft hier in diesem Land für jüdische Menschen. Geschichte, Tradition und Zukunft. Coole Frage. Museen haben ja meistens so riesengroße Räume und ich stelle mir es richtig cool vor, wenn da Musik laufen würde. Das halt dann bestimmt richtig cool durch das ganze Gebäude. Also ich würde, wenn ich noch Freunde mitbringen darf, würde ich vielleicht so eine kleine Party feiern, Musik anmachen und einfach so auch alle Zeit der Welt nehmen, um mir alles entspannt anzugucken und ja, vielleicht auch Kunstwerke anfassen, weil das darf man ja sonst nicht. Weil jeder in der Gesellschaft das Recht hat zu existieren, sichtbar zu sein. Ich finde, Museen sind halt wie so Gebäude, die innen drin Geschichte wahren. Und das ist ganz wichtig, vor allem in so einer schnelllebigen Zeit, in der wir leben, wo man auch Dinge gerne mal vergisst, finde ich das wichtig, dass man zumindest einen Ort hat, wo alles so bleibt und lebt. Ich finde es cool, dass es 20 Jahre lang überlebt hat. Das ist eigentlich ganz nice, wenn ich ehrlich bin. Weil ich komme ja aus Pforzheim und ich habe nicht das Gefühl, dass jüdisches Leben da so großartig vertreten ist oder großartig sichtbar ist. Wenn man dann hier nach Berlin kommt, das ist ganz anders. Ich laufe durch die Straße, ich höre auf einmal Menschen sprechen Hebräisch. Das ist total cool. Und dann lerne ich irgendwelche Leute kennen und sage ihnen, ich bin heute im jüdischen Museum und dann sind die gar nicht jüdisch, aber die waren schon mal hier und haben sich überhaupt damit beschäftigt. Das finde ich einfach, ich kriege schon Gänsehaut, wenn ich dran denke, weil ich das so schön finde, dass man hier sichtbar ist. Also ich würde mal sagen, das kenne ich jetzt von keinem anderen Museum so krass geschichtlich. Frieden, Ruhe und Sicherheit. Und das ist einfach, ich finde, ihr macht das so schön. Es gibt immer was Neues, es bleibt nie stehen. Irgendwie. Es geht immer weiter, so wie auch das jüdische Leben hier in Deutschland weitergeht. Und ich wünsche mir, dass es einfach genau so bleibt. Seid ihr selbst und schämt euch nicht dafür. Also wenn ihr Davidsternketten trägt oder Kippas, dann steht dazu und lasst euch von niemandem unterkriegen, dass das nicht in Ordnung ist oder gefährlich ist oder so, sondern seid ihr selber. Jüdisches Leben existiert hier. Das darf auch jeder sehen.